Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute am Parkplatz Sackbruck, oberhalb von Braunerburg. Und ich gehe heute mit euch nicht auf die Schlüpfgrubalm, sondern ich biege vorher rechts ab, rüber zum Sulzberg. Und möchte heute über den Sulzberg gehen und dann runter über die Schlüpfgrubalm. Auf geht's! Vom Parkplatz gehen wir erst einmal gerade auf, so ungefähr 400 Meter. Und dann geht es jetzt gleich rechts weg. Ich gehe den Weg heute auch das erste Mal. Und es geht gleich zum Anfang ein bisschen steiler los. Also wieder gemütlich losgehen. Ein rechter Wind ist heute, aber ich glaube, dass es ganz schön wird. Am Anfang geht es ein bisschen bergauf, bergab, so auf einem schmalen Fahrweg. Der Wind pfeift nach wie vor durch und man sieht immer wieder mal rechts ein bisschen nach Braunerburg hinaus durch die noch nicht ganz mit Laub zugewachsenen Bäume. Wir gehen wieder auf eine Schule zu. Da kommt der Steig von Schweinsteig auf. Und für uns geht es natürlich da links weiter. Da kann man jetzt zwischen zwei Möglichkeiten aussuchen. Der Fahrweg macht da hinten eine Schlaufen oder man kann in das Steigerl reingehen. Ihr wisst ja, was meine erste Wahl ist. Das kommt aber aufs Gleiche raus. Die zwei Wege kommen an wieder zusammen. Wir sehen zwischendurch wieder raus ins Inntal und hinter die Bladel versteckt. Auf der Wasserwand neben dem Heiberg. Ja, bei dem Schüttel muss man erst rumlaufen, bis man es lesen kann. Weiter unten bin ich nicht am Navi nachgegangen, da hätte es mir mal geradeaus geschickt, sondern wenn ich das erste Mal aufgehe, halte ich mir aber lieber an die Beschilderung. Die Leute, die sowas aufstellen, die denken sich auch was dabei. Und ich muss sagen, bis jetzt ist es echt ein schöner Wanderweg, ganz gemütlich, komplett schneefrei. Mal schauen, wie lange das noch so ist. Das war heute eigentlich das Ziel, weil jede Woche bin ich auch nicht auf Schneestapfen aus. Ich schätze, da sind wieder alle zwei Varianten richtig. Ich schaue mir wieder
den Steig an, der so leicht halb rechts verschwindet. Ich sehe da oben schon den ersten Pflock. Bei uns sind sie nicht rot-weiß, sondern nur rot gestrichen. Das ist eine ganz gute Lösung, wenn es um Markierungen geht. Ich finde, man sieht die wirklich gut. Ja, der Steig hat ganz schön in sich. Der geht ganz schön steil und teilweise sogar noch mehr, als wie man es auf der Aufnahme gerade gesehen hat. Ist aber trotzdem so, ich habe halt mehr Lust gehabt auf so einen Steig, als wir auf die Straße außenrum. Beziehungsweise ist da nochmal eine Möglichkeit, sehe ich gerade, weil ich zum Schüttel herkomme. Das ist aber auf der Karte schon ersichtlich, dass ein Sulzberg rauf praktisch ein ganzes Wegnetz aufgeht. Und ich halte mich jetzt an die Pfosten, die aufgestellt sind, und immer bei den eher größten, dass nicht immer nur mehr ein Steig und immer nur mehr ein Weg entsteht, sondern gut einer oder zwei unterschiedlich steile ist ja ganz okay. Ich bin jetzt wieder eher auf dem Fahrweg raufgegangen. Weil da unten, muss ich sagen, da schreckt man schon ein bisschen, wie viele Steigvarianten da in den Waldboden eingelaufen sind. Da sollte man uns wirklich ein bisschen zurückhalten, als Wanderer, die was für die Natur übrig haben. Es ist relativ einfach, wenn man sich eigentlich über den größeren aussucht, der stärker austreten ist und dann immer wieder schaut, ob doch einmal ein Pfosten oder eine Markierung sichtbar ist. Die App hat mir jetzt geplant, dass ich gerade weiter raufgehen soll. Das ist aber ein Steig, der meines Erachtens gerade so entsteht. Und es müssen ja wirklich nicht immer mehr werden. Ich sehe schon ein bisschen hinaus und ich glaube, wir sind gleich am Sulzberg herum. Das kann nicht mehr weit sein. Zwischenzeitlich schaut es aus, als hätte ein Italiener die Markierungen gemacht. Wir kommen nun mit zu einer Beschilderung rauf, da was heißt Richtung Schlipfgrubalm und Parkplatz Saarbrück, wo wir hergekommen sind. 130 Meter geradeaus weiter. Und das Navi plappert schon wieder dazwischen, 130 Meter gerade weiter bis zum Sulzberg. Da sehe ich auch schon zwei sitzen. Die letzten Meter auf dem Sulzberggipfel. Und sobald wir drüber sehen, werden wir, ja, wie erwartet, einen super Ausblick auf die Feinbacher Fulzen unter haben und weit ins Inntal hinaus. Da sieht man, dass er nicht geradeaus läuft, sondern ein paar Kurven hat man ihm noch lassen. Wenn man Richtung Rampoldplatten, Hochsaalwand, Wendelstor und so weiter rüberschauen, sieht man schon,
Nicht viel her, aber doch wieder ein Haufen Schnee. So, ich verabschiede mich wieder vom Sulzberg und gehe eigentlich gerade drüber. Da geht es jetzt dahinter runter, wieder in einem Waldweg weiter, der dann weiter unten links abbiegt Richtung Schlupfgrube. Da muss man sicher aufpassen, dass man der Beschilderung nachgeht. Und nicht zweit Richtung Litzeldorf runtergeht. Also weiter geht's. Hinterm Sulzberg runter, da geht es auch noch mal leicht bergauf, bevor es dann eben wirklich links runter geht zur Schlupfgrube. Was halt heute schön ist, es ist ziemlich abtrocknet und überhaupt nicht mehr batzig oder ein rechter Dreck. Da habe ich heute eher noch damit gerechnet, aber das stellt sich echt schon als richtig abtrocknet aus durch den Wind. Jetzt meine ich, geht es aber wirklich bergab. Ich weiß gar nicht, ob der Punkt jetzt da nicht her ist, als wie der Sulzberg selber. Muss ich direkt auf der Karte nochmal nachschauen. Von der Seite, muss ich sagen, geht es jetzt ganz schön runter. Und da ist fast noch wichtiger wahrscheinlich, dass der Weg einigermaßen trocken ist. Sonst meine ich, ist das eine ganz schöne Rutschpartie. Da heißt es echt ein bisschen aufpassen. Wurzel, Steine und so weiter. An sämtliche Bäume sind rote Punkte, Pfeile. Da geht es richtig wild zu, wie eine Kriegsbemalung schaut es aus. Weil ich glaube, da sind schon viele Leute verkehrt gegangen. Da geht es nämlich jetzt links weg. Trotzdem empfehle ich euch, schaut da wirklich, weil ich glaube, wer da vorbeirauscht, der merkt erst 100, 200 Meter unterhalb, dass er nicht richtigerweise abgebogen ist. Und dann geht es in Richtung Litzeldorf runter. Und dann hätte man ein kleines Problem, dass man zu seinem Auto zurückkommt oder zu seinem Fahrzeug. Es ist aber auch wieder, sobald man herin ist, eindeutig als Steig erkennbar. Und ich werde halt jetzt auch, weil ich das erste Mal gehe heute, wieder ein bisschen in die Karten reinschauen, ob ich noch auf Spur bin. Trotz allem. Nicht, dass es irgendwo an einer Stelle mit einem Wutwechsel verwechselt. Tatsächlich, der tragt Kirschen. Die sind scheinbar nicht runtergefroren, weil es nur mehr so kalt geworden ist. Ja, jetzt muss ich sagen, ist das Navi wirklich einmal nützlich gewesen. Jetzt hat es mir nämlich gerade vorgewarnt, dass ich da links rüber muss. Und durch den umgefallenen Baum sieht man eigentlich nicht viel von der Spur. Man kann zwar gerade weitergehen, muss aber dann weiter unten links rauf, ich denke auf einer Straße und doch deutlich bergauf gehen. Wo ging es da jetzt halt so am Hang entlang rüber geht, weil wir laut Karten schon so in etwa auf der Höhe von der Schlupfgrube im sind oder sogar von den Höhenmeter her ein kleines bisschen drunter. Jetzt schleiche ich halt einmal mit dem Steig da um und dann schauen wir uns das einmal an. Ich kenne es bis jetzt noch nicht. Jetzt geht es halt neben der Lichtung so knapp heraus, außerhalb vom Zaun runter. So ein kleiner Trampelpfad, der auch bloß ganz spärlich markiert ist, wie man sieht. Und teilweise muss man auch einmal ausweichen, wegen Baumtischregelung. Ich schätze mal,
damit wir nicht alle durch die Wiesen runterlaufen. Aber der Waldboden ist trocken und angenehm zum Gehen. Das Navi nervt mich schon die ganze Zeit, als ich von der Route weg bin. Ich gehe nach wie vor ganz dicht an dem Zaun und jetzt ergibt sich das wieder, auf was ich eigentlich schon gewartet habe. Durch das Gatter geht es jetzt wieder links um, dann kommen wir wieder auf unsere Route. Das haben sie halt wahrscheinlich gemacht, damit nicht alle über die Wiesen runterlaufen. Und so ein großer Umweg ist das auch nicht. Man muss sich einfach nur am Zaun entlang halten. Und auch wenn wir schon runtersehen auf die Schlüpfgrabalm, müssen wir uns ein bisschen links halten. Da ist keine Beschilderung mehr oder Pfosten. Da sind jetzt auf einmal bemalte Steine im Spiel. Ja. So hat man auch eine gute Abwechslung, was die Markierungen betrifft. Geht es jetzt über die Almwiesen drüber. Das ist auch bloß so eine Spur. Und dann sieht man ja das nächste Zwischenziel schon. Die letzten Meter zur Schlüpfgrabalm. Kalt wird es nicht, Brennholz haben sie einen Haufen da. Von da rechts bin ich das letzte Mal runtergekommen, wo ich mit euch von Sackbrück über den Schrofen gegangen bin. Ich werde das Video auch mal im Abspann rein, falls sich wer interessiert. Der Schrofen ist aber ein Berg, da ist Felssturz bzw. Abbruch da. Der wird langsam aber sicher abstürzen. Ich habe jetzt gerade gesehen vorher, dass das Kreuz noch umsteht. Für die Aufnahme ein bisschen zu weit weg. Und naja, jetzt gibt es einen Einkehrschwung. Ist recht gemütlich an der Schlüpfgrabalm. Und dann geht es wieder runter nach Sackbrück. Es ist wirklich ein Fleckerl, wo viele Leute da sind, ist ja klar. Weil es bekannt ist, wie man sagt bei uns, ein karierter Hund. Und ich gehe jetzt auf der Straße ganz normal runter und komme wieder nach Sackbrück runter. Es war wieder ein schöner Tag. Jetzt ist noch richtig die Sonne heraus, der Wind hat sogar noch aufgehört. Kann man mal machen. Einer, der auch in der Hütte war, hat mir gesagt, nass sein braucht es eher nicht. Dann ist der Aufstieg sehr rutschig. Solche Informationen finde ich aber ganz wichtig, weil man einfach vielleicht ein paar Tage warten soll. Ihr wisst ja auch, in meiner Listentouren von Rucksackt-Taxi gibt es die Information, wie viele Tage man warten soll, nachdem es geregnet hat, bis man so eine Tour geht. Und gerade hier ist Rauschen, richtig Wasser im Bach. Was durch den Neuschnee, der jetzt zusammenschmilzt, zusammenkommt. Man kann beim Runtergehen nur mal weg von der Teerstraße ein bisschen über einen Steig abkürzen. Mache ich natürlich. Wir kommen gerade zu dem Abbiegepunkt hier, da wo wir bergauf rechts reingegangen sind. Man sieht, der Weg ist jetzt auch schon eingeparkt, weil unten der Parkplatz an einem schönen Tag wie heute normal nie langt. Da sind wir also am Anfang raufgegangen. Die Runden ist beendet. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksackt-Taxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.